kommen wir heute zu einem Thema, da haben mich schon viele Fragen von euch erreicht. Und zwar, wo können wir eigentlich denn beim Snowboard-Equipment sparen? Snowboard-Equipment ist wahnsinnig teuer. Und da stellt sich natürlich die Frage, okay, muss ich denn bei jedem Equipment definitiv das teuerste und das hochwertigste kaufen? Sei es ein Board, sei es die Boots, sei es die Bindung, Kleidung, Handschuhe, Helm und so weiter und so weiter. Lass uns doch mal anfangen an den Themen, wo wir definitiv nicht sparen wollen. Wo ihr definitiv nicht sparen wollt, ist das Snowboard. Das Snowboard ist eigentlich euer Herzstück. Euer Herzstück für euer Fahrerlebnis. Das Herzstück, das Basis bildet für ein erfolgreiches und sicheres Snowboard-Erlebnis. Ein hochwertiges, qualitatives Board bietet Stabilität, bessere Kontrolle und eben halt damit eingehend euer besseres Fahrgefühl. Das bedeutet jetzt nicht, dass ihr unbedingt hingehen müsst und das teuerste Board auf dem Markt kaufen müsst. Aber ganz wichtig, ihr solltet euch im Klaren sein, was für ein Boardtyp ihr seid. Und testen. Also definitiv spart nicht am Snowboard. Das zweite Equipment, an dem ihr definitiv nicht sparen solltet, das sind die Boots. Ich selber habe schon echt schlechte Erfahrungen machen dürfen, weil ich bei den Boots sparen wollte. Tut es nicht. Achtet darauf, dass die Boots passgenau sind, dass sie robust sind, dass ihr einen hochwertigen Innenschuh habt und glaubt mir, es bringt euch nichts da 100 oder 200 Euro zu sparen, wenn ihr dann schon nach einer Stunde nicht mehr fahren könnt, weil euch die Füße halt einfach so massiv schmerzen. Ich musste die Lektion lernen. Ich musste lernen, dass Boots nicht schmerzen dürfen und wenn sie es tun, dann habt ihr einfach den falschen Boot. Also definitiv investiert in einen guten Schuh. Und dann das dritte Equipment, an dem ich niemals sparen würde, ist der Helm. Vor allem nach dem Sturz letzte Saison inklusive Krankenhausaufenthalt möchte ich jedem bitte empfehlen, in einen guten Helm zu investieren. Und erst recht nicht ohne Helm zu fahren. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, was passiert wäre, hätte ich bei diesem Sturz keinen Helm angehabt. Wer weiß, ob ich überhaupt noch Videos für euch machen könnte. Also, kurz zusammengefasst, wo ich definitiv nicht sparen würde, ist Snowboard, Boots und der Helm. Wo ich aber sparen würde, und das ist recht interessant, ist zum Beispiel bei der Snowboardbrille. Das hätte ich nicht gedacht. Und das ist super interessant, weil man hört ja oft, an der Snowboardbrille sollte man nicht sparen. Aber ich habe halt hier die Brille von Outdoor Masters gesponsert bekommen und die kostet gerade mal 70 bis 80 Euro im Vergleich zu meinen Oakleys, die halt das Dreifache gekostet haben. Aber ganz wichtig, ein Hinweis vorweg. Ich habe diese Brille gesponsert bekommen und ich würde damit sagen, ich bin wahrscheinlich nicht mehr zu 100% objektiv. Also bitte beachtet das immer und deswegen machen wir jetzt hier auch den Werbungssticker drauf. Aber zurück zu der Brille, zu den Brillen. Ich persönlich bin jetzt extrem überrascht über diese Brille von Outdoor Master und Outdoor Master ist eine Firma aus den USA und deren Gläser bieten nicht nur einen 100% UV-Schutz, sondern sind auch noch polarisiert, besitzen eine Anti-Fog-Beschichtung und ihr bekommt zudem 2 magnetische Wechselgläser und das gerade mal für 60 bis 70 Euro. Und ja, im Vergleich zur teuren Oakley ist der Rahmen nicht so hochwertig und auch die Oakley ist ein bisschen bequemer, aber hey, für 60 bis 70 Euro mit Wechselgläser, da kann man eigentlich nicht mehr viel verkehrt machen. Also bei der Snowboardbrille definitiv Sparpotenzial, achtet aber hier bitte immer darauf, dass ihr 100% UV-Schutz habt, sonst wird es halt schädlich für eure Augen und das ist echt wichtig. Ein weiteres Equipment, an dem ihr auch definitiv Geld sparen könnt, ist Snowboardkleidung. Wenn ihr jetzt nicht die neuesten und teuersten Markenprodukte besitzen müsst, dann könnt ihr durchaus auf günstige Alternativen setzen. Ich meine, ihr könnt es natürlich auch so machen wie ich am Anfang. Ich bin am Anfang mit Jeans und einer Skijacke vom Lidl gefahren. Ich fand, das war absolut okay für den Anfang. Na klar wollt ihr irgendwann eine hochwertige Jacke und eine hochwertige Hose haben und die sollte wasser- und winddicht sein und viele Taschen haben. Aber hey, Jeans mit langer Unterhose geht auch. Und wenn wir jetzt schon beim Sparen sind, können wir uns auf alle Fälle auch Handschuhe anschauen. Da wird es ein bisschen trickier. Im Grunde benötigt ihr Handschuhe, die gut sitzen und euch vor Kälte und Nässe schützen. Und ich habe sowohl teure als auch günstige Handschuhe ausprobiert und musste echt feststellen, dass die teuren Handschuhe nicht immer die beste Wahl sind. Meine ersten Handschuhe, das waren teure Handschuhe von Burton, die waren extrem bequem, aber
Die haben nicht mal einen Monat gehalten und sind bei den ersten Carving-Versuchen dann einfach gerissen. Auf der anderen Seite habe ich dann günstige Handschuhe gehabt, wo ich mit echt zufrieden war. Die haben echt gut warm gehalten, waren wasserdicht, waren echt super mit Innenschuhen, aber waren dann halt nach einer Saison auch kaputt. Aber für mich war das vollkommen in Ordnung, weil die haben mich halt gerade mal 20 Euro gekostet. Aktuell trage ich wieder sehr teure Handschuhe, die kosten jetzt 120 Euro, haben aber neben Innenhandschuhe auch integrierte Gelenkprotektoren und sollen laut Jörg, den kennt ihr ja schon aus den Snowboard-Videos, extrem reißfest sein, was für mich ja sehr wichtig ist, wenn ich sehr, sehr viel carve. Also bis jetzt bin ich wahnsinnig überzeugt von den Handschuhen, aber ich muss auch zugeben, bin immer noch ein bisschen skeptisch, wie lange die denn wirklich halten werden. Und habe deswegen auch eine Wette mit Jörn am Start, ob die Handschuhe wirklich länger als 2 Saisons halten. Und wenn nicht, muss er mir wieder neue geben. Aber da werden wir sehen. Also, das sind jedenfalls auf alle Fälle die Equipment-Teile, wo ihr sparen könnt. Und kommen wir nun zu den Teilen, wo es okay ist, wenn ihr am Anfang sparen müsst, ihr aber definitiv so schnell wie möglich auf hochwertige Produkte setzen solltet. Und für mich gehören da auf alle Fälle die Protektoren hinzu. Ich persönlich würde jedem Snowboarder empfehlen, mindestens in hochwertige Handgelenkprotektoren und Rückenprotektoren zu investieren. Achtet dabei auf die CE-Norm EN 1621 und schaut, dass die Protektoren den Stempel Level 1 am besten oder Level 2 geht auch haben, aber nicht schlechter oder gar nicht. Und wenn ihr zudem viel im Park fahren wollt, könnt ihr natürlich euch Knieschoner und Crashpants besorgen. Ich persönlich gehöre jetzt nicht dazu. Ich fahre lieber auf der Piste und mache da meine Tricks und versuche daher eher das Fallen zu üben, als sich eben auf Knieschoner und Crashpants zu verlassen. Am Ende müsst ihr aber entscheiden, wo ihr sparen wollt. Rückenprotektor und Handgelenkprotektor sind meiner Meinung nach schon echt wichtig. Und dann kommen wir noch zu einem Equipment-Teil, das ich jetzt mit Absicht bis zum Schluss aufgehoben habe, und das sind die Bindungen. Denn bei den Bindungen bin ich wirklich immer hin und her gerissen zwischen definitiv nicht sparen und vielleicht doch sparen. Am Anfang. Im Grunde tendiere ich eigentlich ganz klar zu dem Nicht-Sparen. Das Problem ist, dass wir aber schon bei definitiv Nicht-Sparen das Snowboard haben, die Boots und das Helm. Und da seid ihr eigentlich schon locker über 1000 Euro an Equipment. Und eine gute Bindung kostet euch nochmal 300 bis 500 Euro. Und das ist halt echt schon viel Geld. Wenn ich jetzt ein bisschen überlege und die Bindung in Relation zu einem Board oder zum Helm setze und selbst den Boots, dann würde ich eher sagen, spart lieber ein bisschen am Anfang an dem Bindungen als an dem Helm, definitiv nicht am Helm oder dem Board und auch dem Boots, weil wenn ihr Boots habt, die nicht passen und euch wehtun, dann habt ihr einfach keinen Spaß. Aber versteht mich da nicht falsch, solltet ihr genügend Kleingeld haben, dann investiert definitiv als nächstes in gute Bindungen. Die Bindungen sind immerhin das Bindeglied zwischen dem Board und euren Boots. Damit natürlich hat eine gute Bindung einen enormen Einfluss auf das Fahrverhalten und wie sicher ihr euch auf dem Board fühlt. Und deswegen spart am Anfang vielleicht, wenn ihr müsst, aber definitiv das nächste, wo ihr gutes Equipment kaufen sollt. Fassen wir nochmal ganz kurz zusammen, wo ich definitiv nicht sparen würde, wären Helm, das Board und die Snowboard Boots. Wo ihr vorerst sparen könnt, wenn es nicht anders geht, aber definitiv hochwertiges Equipment nachkaufen solltet, sind ganz klar die Bindungen und die Protektoren. Bei Snowboardbrillen, Handschuhen und der Kleidung könnt ihr meiner Meinung nach ganz klar auf die günstigeren Varianten setzen. Achtet aber bitte auf grundlegende Sicherheitsmerkmale, wie zum Beispiel 100% UV-Schutz bei Brillen, sonst macht ihr eure Augen kaputt und das wollt ihr definitiv nicht. Also ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen, euch einen Leitfaden geben, in welches Equipment ihr investieren solltet, und wenn es euch gefallen hat oder auch wenn ihr anderer Meinung seid, dann schreibt mir das doch bitte in die Kommentare, shared das Video unter Freunden, lasst ein Like da, darüber freue ich mich immer. Wenn ihr jetzt aber noch genauer wissen wollt, welches Equipment ihr kaufen wollt, zum Beispiel welches Board ihr kaufen solltet, dann schaut euch doch dieses Video an. Ich bin mir sicher, es wird euch gefallen. Ansonsten, wir sehen uns im nächsten Video.